Ja Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's gut. Heute kommt die Spielanalyse zum Spiel gegen Hannover 96. Es war taktisch sehr, sehr interessant und es gab Kritik grundsätzlich zu 3 Spielern. Die wollen wir gerne aufgreifen, warum wir verloren haben, warum wir definitiv hätten einen Punkt mitnehmen müssen. Ganz einfach erklärt. Zudem zeige ich euch dann noch eine kleine Spielauflage. Auch Genaka hat was gepostet. Das war ein klares Ding. Das würde ich euch hier auch einblenden. Ich glaube, das Statement ist klar. Da ist er, meiner Meinung nach, muss er ein bisschen selbstkritisch sein. Aber ja, hast unbedingt ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und wir wollen dann auch noch zum Abschluss kurz zur zweiten Mannschaft was sagen. Perfekt. Wir fangen direkt an. Das Spiel fängt gut an. Man hat die ersten 5 bis 10 Minuten ein ganz, ganz großes Pressingverhalten von Hannover 96. Die pressen sehr auf einen zu. Da hätte auch schon sehr, sehr viel passieren können in den ersten Minuten. Man hat wirklich gar nicht gut ins Spiel gefunden, meiner Meinung nach. Und hatte dann einen sehr großen Druck. Dann aber danach bist du gut ins Spiel gekommen, hast langsam Ideen entwickelt und dementsprechend auch gut mitgespielt, war mein Gefühl. Dann kommt es zu einer Situation, die immer wieder sehr interessant ist. Typisches Genaka-Spiel. Auch Laurin hat das ein paar Mal gemacht. Nimmt sich den Ball tief in der Stelle im Mittelfeld, verliert den Ball dann. Und da kommen wir nämlich zu meinem Punkt. Ich möchte das nämlich ganz kurz erklären, warum Genaka so kritisch gesehen wird. Er hat gute Pässe drauf, das wissen wir. Aber wenn man dann in dieser Situation hier, wir sehen es, ich hoffe, das ist gut erkennlich, da wo die Positionen dran stehen, das sind unsere Spieler, also mit Punkt gekennzeichnet, und die mit Kreuz sind Gegenspieler. So ist das normale Anlaufverhalten, wenn man es so kennt. Im Normalfall geht dann der Ball hier über den Torhüter und dann danach spielt man meistens immer hin und her. Also grundsätzlich ein sehr, sehr variables Spiel. Das kennen wir ja von Tietz schon. Und ja, das ist dann relativ klar. Ich zeige euch das genau jetzt. So, gucken wir uns nämlich jetzt hier an. Wir spielen raus auf den Innenverteidiger. Da meistens kommt eine Ballverteilung nach rechts oder links. Dementsprechend so. Dann gehen die Außenstürmer natürlich nach außen und alles zieht sich noch ein bisschen weiter nach vorne. Und danach wird der Ball meistens wieder direkt zurückgespielt auf den IV, auf den mittleren IV. Und dann kommt oftmals der Ball hier in den ZDM-Bereich. Und dann wird es gefährlich. Dann hast du 4 Spieler oder 3 meistens, die auf dich preschen. Und du musst dann natürlich jetzt rauskommen. Genaka versucht das meistens über eine Seite. Links oder rechts, ist jetzt egal. Und dann kommen dementsprechend diese Spieler auf ihn zu. Es reicht sogar manchmal einer. Also nehmen wir jetzt beispielsweise mal den oberen weg. Kommt hier ein Pressing und der obere steht dann jetzt hier. Genaka läuft mit dem Ball drauf, steht dann hier und ganz einfach gesagt, Problem dabei ist, du kannst jetzt hier die Passstelle suchen. Entweder du spielst zurück zum Innenverteidiger, der könnte aber geschlossen werden hier. Und dann musst du natürlich einen am besten Ball Richtung ZM spielen. Der muss ihn direkt abblocken fürs ZOM oder für den LV. Wenn du in dieser Pressing-Situation bist. Oder du machst es, wie gesagt, locker und spielst zurück zum Innenverteidiger. Problem bei ihm ist, er versucht den Haken zu machen, versucht den Gegner auszudribbeln. Wenn er aber hier den Ball verliert, hast du nichts mehr in der Mitte. Dadurch bist du komplett offen mit Scheuntor und dadurch fallen Gegentore mit Silas Genaka. Das ist das große Problem, das ist die Kritik an ihm. Und deswegen fand ich sein Statement auch sehr, sehr Quatsch. Beim zweiten Gegentor können wir ganz einfach bleiben. Und dann muss man sagen, den muss Reimann zur Seite kriegen. Das hatten wir schon mal die Saison. Ein Torhüter sieht das im Normalfall, dass dieser Spieler da steht von Hannover 96. Und dann muss ich ihn nach außen preschen oder halt nach innen, aber zur anderen Seite. Und ich darf den nicht vor mir liegen lassen. Beim besten Willen nicht. Aber auch das ist ein Thema, was wir ganz dringend ansprechen müssen. Ich verstehe die Kritik zu Reimann, 100%. Also wie gesagt, ich bin auch kein großer Fan von ihm. Aber er ist trotzdem so der Zweitliga-Keeper. Er muss diese Fehler unbedingt abstellen, dann ist er auch ein guter Keeper. Man hat es wieder gesehen mit seinen Paraden. Ich will aber hier erstmal am Anfang die ganze Kritik gerne sagen. Kars. Willkommen zu Kars. Ja, an einem guten Tag macht er wahrscheinlich 2 rein. Wiederum siehst du aber, er ist aktuell in einer Krise. Ganz einfach, das muss man so sagen, wie es ist. Er kommt zweimal mit dem Ball aufs Tor. Schießt den. Also wirklich. Aber nach Timbuktu. Einmal
Wirklich, mit dem Außenriss war das, glaube ich, schießt er ihn komplett in die Mengen rein. Das darf dir jetzt schon mal nicht passieren. Da muss ich entweder nochmal den Haken schlagen oder den wenigstens aufs Tor bringen. Ich will ja nicht mehr. Er muss wenigstens aufs Tor. Und dann trifft manchmal Ball oder blockt nochmal ab und du kannst ihn reinschießen. Aber gleiche Situation auf der anderen Seite. Er läuft, hat eine richtig, richtig gute Position. Und dann kommt der Abschluss. Und schießt den irgendwo hin. Er weiß selbst nicht wohin. Und dann noch einmal der hohe Ball. Und ja, ich weiß, der ist schwierig zu nehmen, ist ein schwieriger Volleyball. Aber dann weiß ich doch, wenn ich diese Qualität nicht habe, einen Volley zu schießen, dann muss ich den nach unten nehmen und dann abschließen. Er hatte genug Zeit und das verstehe ich persönlich nicht bei Kars. Natürlich regt er sich auf. Er hat ein gutes Laufspiel gemacht, viel gelaufen, sehr, sehr stark. Aber das reicht nicht als Stamm, du musst dann auch so einen Ball reinmachen. Und ja, dann verstehe ich auch, warum man dann so ein Spiel verliert. Denn das war die einfache Grundlage. Und das 3-1, darüber braucht man gar nicht reden, das ist ein Ball, den kriegst du, wenn so eine Mannschaft so spielt. Da ist die Qualität dann da. Dann kriegst du so einen Konter. Da habe ich gar kein Problem mit, das ist ein normales Tor. Aber für die anderen 2 Tore gibt es keine Ausrede. Wie gesagt, ich habe gesehen, das war kein Abseits des 3-1. Er steht mit dem Ball vor dem Mann und damit wird das Abseits automatisch aufgehoben. Und dann ja, ist das Thema auch schon durch. Und wir können gerne weiterhin Kritik üben. Das sind meine Kritikpunkte. Sonst war das aber ein sehr, sehr solides Spiel und damit kommen wir jetzt nämlich zu meinem Plus. Gutes Spiel von uns. Sehr, sehr gutes Spiel. Wir waren die Mannschaft, die am meisten gegen Hannover 96 ausrichten konnte. Auch das erste Tor gegen Hannover gemacht in der 2. Liga und haben gutes Pressing-Verhalten gehabt, gut den Torwart angelaufen, allgemein gutes Stellungsspiel gehabt. Natürlich kriegst du gegen so eine Mannschaft oftmals einen Schuss oder so, aber statistisch war das relativ ausgeglichen und du warst im Spiel gegen die mit Abstand beste Mannschaft der Liga und da bleibe ich bei. Das war gut, es war richtig gut, aber dir fehlt dann im Endeffekt das Spielglück. Ist das Spielglück an dem Tag auf deiner Seite, kannst du vielleicht sogar einen Dreier mitnehmen. Und dann gibt es nicht dieses ganze Scheißgelabere von einem Abstiegskampf oder so. Nein, da werden wir definitiv nicht reinrutschen nach aktuellem Standpunkt. Das war gut, das war richtig guter Fußball. Und wenn dann Luca noch für Silas Granka spielt, der hat nämlich auch eine richtig geile Partie gemacht. Wie gesagt, alle anderen Spieler waren top drin. Auch einen Darius Stahlmach. Ich habe höchsten Respekt von seiner Entwicklung, seitdem Fiedler da ist. Das finde ich unglaublich. Der macht richtig gute Spiele, ist direkt im Spiel gewesen. Sowas musst du bei so einem Gegner auch sein. Und das macht er. Er ist jung, unerfahren, aber er kann es auf einmal. Und das hat mir unter Tietz sehr gefehlt. Ich finde die Entwicklung in der Mannschaft unglaublich stark unter Fiedler. Ich weiß nicht, ob das alle auch so sehen, aber wie gesagt, wenn man sich die einzelnen Spieler anguckt, die analysiert, siehst du eine große Entwicklung bei den jungen Spielern. Und auch hier, Laurin Ulrich, pro Partie wird er immer besser, kommt immer besser rein. Ja, und für mich gibt es dann da wirklich wenig zu meckern in diesem Spiel, weil das beste Fiedler-Spiel war, was wir bis jetzt gesehen haben, was die Spielanlage anging. Es war gut, aber wie gesagt, nächste Woche muss Lukas spielen und ich denke mal, das wird er auch machen. Man hat nicht ohne Grund einen Spieler für 1 Million geholt, hat dafür schon für die Zeit, die er jetzt beim FCM ist, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und das war dann im Endeffekt meine Analyse. Im Endeffekt geht die Niederlage verdient an uns, muss man so sagen, wie es ist, weil du deine Chancen nicht nutzt und weil du die Fehler machst, die individuellen. Und das hat ja viele angesprochen, auch der zweite war ein Fehler. Klar von Reimann, natürlich. Aber ja, so ist das im Fußball. Dadurch verlierst du Spiele, Fehler, entscheidende Spiele. Ist ein Fehlerspiel und bleibt 1. Jetzt kommen wir aber nochmal zu etwas Positiverem. Unser U23 hat 4:2 gewonnen und verdient. Ja, du nimmst natürlich dann interessante Spieler wie Marusic, Ezein und Krempicki mit. Die gehören da definitiv nicht hin. Ist unfair. Ich verstehe alle, die darüber meckern. Wie gesagt, für uns war es wichtig. Auch wichtig, was ich finde. Magnus Bass ist so mein Lieblingsyoungster bei uns, würde ich sagen. Ich finde den sehr, sehr klasse. Hat sich jetzt auch belohnt mit 2 Toren. Ich hoffe, dass er so weitermacht und dann dementsprechend auch bald wieder in die Erstmannschaft reinrutscht. Das hat er sich verdient, der macht's gut und geht in den nächsten Entwicklungsschritt in der Regionalliga. Freut mich für ihn auch sehr. Und damit war es das heute auch schon wieder. Wenn alles klappt, findet ihr nächste Woche, Donnerstag, einen Vlog vom Heimspiel gegen den BFC. Mal gucken, ob ich das schaffe. Ich hoffe es sehr. Ja, und sonst gibt es weiter taktische Analysen oder mögliche Abgänge oder was auch immer gerade beim FCM ansteht. Ich finde die Analyse fand ich sehr wichtig. Ich mache ja eigentlich mittlerweile kaum noch Analysen, aber ich glaube, da konnte man gerne mal reinblicken. Auch
Vor allem, weil es ein sehr, sehr wichtiges Spiel war. Persönlich, meiner Meinung nach, um das nochmal abzuschließen, viele werden es vielleicht fragen, Tietz persönlich habe ich überhaupt keinen Bezug mehr zu. Ich fand ihn auch in diesem Spiel wieder schwierig. Seine Pressekonferenzen sind unglaublich schlecht. Ist immer das Gleiche. Du weißt ganz genau, was er sagen wird. Irgendwas mit Stabilität und Schwung reinbringen, wenn Auswechslungen oder Einwechslungen waren. Ja, wie gesagt, ist ein sehr, sehr gestellter Mensch. Das hat man auch hinter den Kulissen mitbekommen. Deswegen hoffe ich, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich bin sehr froh, dass Fiedler da ist. Er macht einen guten Job. Und damit, ciao Leute.